Moin zusammen. Heute bemalen wir uns den Erdmagier. Ich habe vor, ihn in wirklich so Brauntönen und in Erdfarben quasi zu machen. Und ich finde ganz cool, der hat da unten, ich dachte zuerst, das wäre ein Hund. Aber das ist tatsächlich irgendwie eine Art von Wildschwein, die er dabei hat. Das Tier hat auch irgendwie eine Tasche mit Rollen und so. Und er beschwört halt gerade unter sich so ein bisschen Erde. Da war ich erst am Überlegen, das einfach nur braun zu machen. Hab mir dann aber gedacht, nee, machen wir nicht. Genau, wir benutzen jetzt Dark Wood Braun. Damit fange ich jetzt an mit dem Mantel etc. Genau, ich wollte den Boden erst auch komplett braun machen, aber dann habe ich mir gedacht, nee, da sind so ein, zwei, so eine Art Stalagniten. Nee, Stalagniten sind das, glaube ich, gar nicht. Aber auf jeden Fall 2, 3 so Steine, die halt so auffallen. Da habe ich gesagt, nee, die mache ich mal farbig. Aber damit ihr wieder nicht zu lange wartet, habe ich das natürlich wieder auf Schnelllauf gemacht. Und diesmal habe ich auch ein bisschen näher rangezoomt. Vielleicht ist das ja was für euch, dass ihr da ein bisschen mehr seht. So, da haben wir ihn. Mantel bemalt, Robe bemalt. Finde, sieht schon ganz cool aus. Sieht so ein bisschen aus, als wäre das Leder. Oder halt ein Stoff, der schon ein bisschen älter ist. Dass der so ein bisschen scheckig ist. So, als nächstes wieder Dark Wood. Braun. Diesmal machen wir den Boden, wie gesagt, damit. Also diese Stalagniten, Stahlnieten, wie auch immer die heißen, die er beschworen hat. Ich werde allerdings ein paar weiß lassen, denn da wollen wir was anderes draus machen. So, braun ist alles. Wie ihr seht, ich habe ein paar Stellen weiß gelassen, ein paar von denen. Die werde ich jetzt in unterschiedlichen Farben machen. Und zwar einfach, damit das aussieht, als wären das Kristalle, die er da irgendwie mit hochgezogen hat quasi. Weil nur braun fände ich einfach viel zu eintönig. Wir fangen an mit der Farbe Magic Blue. Nein, stimmt gar nicht. Ich bin zu weit. Hardened Leather, genau. Nee, stimmt. Wir machen erst den Hut. Die Farben habe ich am Ende dazu getan. Genau. Jetzt kommt erstmal alles mit Hardened Leather. Ist halt ein anderer Braunton. Weil ich sag mal, man kann ja nicht alles hier in diesem dunklen Braun machen. Das sieht ja, ich wollte gerade sagen, kacke aus, aber das lassen wir lieber. So, jetzt nehmen wir uns Runic Grey. Und damit machen wir jetzt tatsächlich den ersten Stalagniten. Weil es gibt ja mehr als nur Erde und Steine. Mehr als nur Erde und irgendwelche Kristalle oder Saphire oder so. Gibt ja auch noch normale Steine, ne? So, und als nächstes kommt jetzt Magic Blue. Wie ich ja gesagt habe, ich wollte da ein bisschen Farbe reinbringen. Aber halt auch nicht zu viel, damit er wirklich noch als Erdmagier quasi zu erkennen ist. Und die ja die anderen Magier-Videos jetzt kennen, ist ja einer von den Magiern des Magischen Konzils. Die sind ja alle irgendwie so ein bisschen farblich an ihre Magie angepasst. Jetzt nehmen wir Fire Giant Orange. Ich dachte mir, das ist auch eine coole Farbe für so ein Kristall. Die anderen Videos kennen, die packe ich mal oben in die Infobox oder zumindest mal eins davon, dass ihr da vielleicht drauf kommt, wenn ihr das möchtet. Es gibt ja noch Sturmmagier und so. Jetzt nehmen wir Sandgolem. Ich glaube, das ist Sandgolem Ocker, Sandgolem Gelb, wie auch immer. Damit machen wir übrigens die Hose. So, wie ihr seht, relativ fix, relativ zügig geht das. Und ihr seht schon, diese Farbtupfer bringen da unten echt was, ne?
Also ich finde, das ist eine coole Mischung. Auch wie detailliert jetzt schon der Hut ist. Ich habe ja gesagt, ich mache die Armee erstmal nur mit Speedpaints und die richtigen, ich sag mal, das richtige Kleinkrams. Das kommt dann später. Wenn die Armee komplett fertig ist, dann machen wir da noch ein paar Details rein. Details? Detaile? Detaillieren? Details. Ich glaube Details. Ist, glaube ich, richtig. Ja, ich muss schon sagen, also mir gefällt der in diesem Braunton. Sieht so ein bisschen druidenmäßig aus. Ich bin ganz Zeit am Überlegen, ob ich den Bart weiß lasse oder ob ich da auch einen Braunton reinnehme. Aber ich glaube, dafür nehme ich nachher einen braunen Wash. Dann, glaube ich, kommt das ganz gut. Dann hat er so ein bisschen strähnig oder wirkt dann ein bisschen strähnig, so als hätte er schon ein paar weiße Barthaare. Und hätte früher mal braune Haare gehabt. Ja, ich denke, das ist ein guter Kompromiss. So, als nächstes habe ich jetzt hier noch ein paar Details reingemacht. Als nächstes nehmen wir Celote Yellow. Und die anderen Magier-Video kennen, wissen schon, was kommt. Die Borte wird bemalt. Denn das magische Konzil muss ja zumindest irgendwie ein bisschen aussehen, als würden sie zusammengehören. Aber da ich ja quasi einen Nekromanten habe, einen Sturmmagier habe, einen Wassermagier habe, einen Feuermagier habe und ihn hier als Erdmagier, ja, da wollte ich halt die Farben von den Magiern immer ein bisschen unterschiedlich haben. Und deswegen als Erkennungsmerkmal die goldene oder gelbe Borte am Mantel und am Hut. So, ihr seht, das wirkt jetzt schon wieder ganz anders. Viel schöner. So, jetzt benutzen wir eine Mischung aus Celote Yellow und Grit Gold, um eine Farbe zu mischen, die nicht ganz so flüssig ist wie Speedpaint, aber auch nicht so so Gelee-artig, wie halt die Gold- oder Silberfarben ja gerne mal sind. Und zwar mischen wir das so, dass halt ein bisschen mehr Speedpaint drin ist, unter anderem, damit halt auch in die Schlitze von dem Stab jetzt hier oben auch so ein bisschen Gold und Goldpigmente mit reinfließen. Das hat immer einen sehr, sehr schönen Effekt. Ich habe das letztens mal getestet. Das geht übrigens auch, wenn ihr zum Beispiel Grün und Gold mischt oder so. Das seht ihr dann beim nächsten Magier. Dann kriegt ihr so ein Grün-Gold. Das hat auch was. So, jetzt haben wir den goldenen Stern da oben. Ich habe noch die Gürtelschnalle Gold gemacht, das Amulett und die Spange am Hut. Das Tierchen hat leider nichts Goldenes. Das ist zu arm dafür. So, wie ihr seht, bin schon fast fertig. Jetzt nehmen wir noch mal Pallid Bone. Und zwar fürs Hemd. Damit das Hemd auch eine Farbe hat und nicht pur weiß ist. Achso, und die Seile habe ich damit auch gemacht. Und die Schriftrollen. Jetzt nehmen wir Crusader Skin fürs Gesicht und für Teile des Tieres. Weil das Tier hat nicht nur Fell, nein, es zeigt auch ein wenig Haut. Ja, ja. So, das war's nämlich schon. Mit dem Gesicht. Einfach mal ein bisschen verteilen und dann geht das. So, als nächstes nehmen wir ein Medium Wash. Auch von Ami Painter. Die Ami Painter Quicks. Also das ist ein Wash tatsächlich. Und damit bemalen wir stellenweise den Stab und auf jeden Fall das Tier, weil dann auch das Tier nicht wieder so einen Braunton hat, wie zum Beispiel der Mantel oder die Hose des Magiers. Und ich habe festgestellt, es hat ein Gurtzeug drum, das habe ich auch schon direkt mit bemalt. Und ja, jetzt ist er schon fast fertig, also Zeit dafür, mal allen euch zu danken, die den Kanal abonniert haben.
Die laufen jetzt wieder mal durch. Schön, dass euch meine Videos gefallen. Wenn sie auch dir gefallen, dann lass doch bitte ein Abo da oder einen Kommentar. Tipps, Tricks etc. gerne unten rein. Und wie immer am Ende gibt es ein paar Fotos, aber hier schon mal eine Nahaufsicht, Ansicht. Leider ein bisschen verwaschen, weil die Kamera leider nicht immer das tut, was ich möchte. Aber dafür haben wir ja den Fotoapparat. Ihr Lieben, ich wünsche euch was. Wünsche euch wunderschönes Wetter und sag mal bis zum nächsten Mal. Bye, bye.